Willkommen zu Video 2 unserer YouTube-Serie über Verletzungsprävention für Läufer. Ich bin Richard Ringer, Europameister im Marathon. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die Grundlagen der Beinkraft. Das Gerücht, dass Läufer kein Krafttraining brauchen, hält sich hartnäckig, ist aber komplett falsch. Neben dem positiven Effekt auf die Verletzungsbilanz haben Studien eindeutig gezeigt, dass es positive Auswirkungen von begleitendem Krafttraining auf die Laufökonomie gibt. Kraftübungen können dazu beitragen, das Gefühl für die Gelenkstellung und die Bewegungskoordination zu verbessern. Eine bessere Kontrolle darüber, wie du dich bewegst und wo sich deine Gliedmaßen beim Laufen befinden, kann dazu beitragen, Überlastungsschäden zu vermeiden. Neben Krafttraining sind auch Gleichgewichtsübungen großer Bestandteil dieses Videos. Ich beginne mit 10 bis 15 Wiederholungen der Übungen, die ich dir gleich zeigen werde. Außerdem gebe ich dir Tipps, wie man Übungen leichter und schwieriger gestalten kann. Wenn es dir also leicht oder schwer fällt, kannst du andere Schwierigkeitsstufen auswählen. Außerdem kannst du Gewicht hinzunehmen, zum Beispiel Kettlebells oder einen Rucksack. Oder du hältst die Übung einfach länger unter Spannung. Starten wir mit der ersten Übung, der Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht. Kniebeugen sprechen viele verschiedene Muskelgruppen an, vor allem die Hamstrings, Quadrizeps und die Gesäßmuskulatur. Schauen wir uns die richtige Bewegungsausführung an. Stell dich hüftbreit hin, die Füße zeigen dabei entweder ein wenig zur Seite oder gerade nach vorne. Gehe danach in die Hocke, indem du dein Gesäß nach hinten schiebst und dabei die Knie beugst. Stell dir vor, dass du dich auf einem Stuhl setzen würdest, versuche einen 90-Grad-Winkel in den Knien zu erreichen. Pausiere kurz, richte dich dann wieder auf und wiederhole den Bewegungsablauf. Die Übung gelingt leichter, wenn du sie mit einem Stuhl ausführst und dich setzt. Achtung! Setz dich nie komplett hin, sondern berühre den Stuhl nur kurz mit deinem Gesäß, bevor du dich wieder aufrichtest. Du kannst die Übung auch schwieriger gestalten, indem du sie mit einem zusätzlichen Gewicht ausführst. Dafür kannst du einen Rucksack oder einen Kettlebell verwenden. Diese häufigen Fehler machen Läufer bei Kniebeugen. Achte darauf, dass deine Füße in der Hocke nicht nach innen rollen und die Knie in einer Linie mittig mit deinen Füßen bleiben. Du kannst dir dabei mit Minibändern um deine Oberschenkel helfen, die Spannung in die richtige Richtung aufzubauen. Die zweite Übung nennt sich der Sternschritt. Sie zielt auf eine dynamische Stabilität deiner Beinmuskulatur ab. Markiere dir mit Klebeband eine Sternform auf dem Boden. Wenn du gerade kein Klebeband zur Hand hast, kannst du sie dir auch vorstellen. Stell dich zum Start der Übung einbeinig in die Mitte des Sterns. Strecke dann den freien Fuß in alle Richtungen des Sterns aus. Strecke ihn so weit wie möglich und tippe leicht auf den Boden, während du das Gleichgewicht hältst. Beim nach vorne gehen tippst du mit der Ferse, wenn du nach hinten tippst, mit der Fußspitze. Kehre nach jedem Tippen mit dem Fuß, der tippt, in die Mitte zurück. Falls dir das derzeit noch etwas schwer fällt, kannst du die Übung leichter machen, indem du die Länge deiner Schritte verkleinerst und deine Knie weniger weit beugst. Indem du deine Augen schließt, wird die Übung schwieriger. Achte während der gesamten Übung darauf, dein Becken waagrecht zu halten. Auch deine Knie sollen wieder eine Linie mit der Fußmitte bilden. Vermeide auch ein nach innen oder außen Kippen deines Knies. Das einbeinige Beckenheben ist die dritte Übung der Leg Strength Essentials. Sie zielt auf deine Gesäßmuskulatur und die hintere Oberschenkelmuskulatur ab. Leg dich auf den Rücken und stelle deine Füße mit einem 90-Grad-Winkel in den Knien auf. Hebe nun ein Bein vom Boden ab, während dein Knie gebeugt bleibt. Anschließend hebst du mit deinem anderen Bein dein Gesäß vom Boden ab, bis dein Körper eine gerade Linie bildet. Pausiere oben für ein paar Sekunden und senke dann langsam wieder ab. Unten tippst du nur kurz mit deinem Gesäß auf die Matte, hältst aber weiterhin die Spannung. Aktiviere während der gesamten Übung deine Gesäß- und Bauchmuskulatur. Du kannst die Übung leichter gestalten, indem du beide Füße am Boden lässt. Platzierst du einen Fuß auf einer Erhöhung, zum Beispiel auf einer Box, ist die Übung anspruchsvoller. Achte bei dieser Übung vor allem auf deine Haltung. Vermeide ein Überstrecken deines Oberkörpers und deiner Hüfte in der gehobenen Position. Aktiviere deine Körpermitte, um eine gerade Linie von deinem Knie über deine Hüfte bis zum Oberkörper zu halten.
Weiter geht's zum Wadenheber, einer meiner Lieblingsübungen und ein absolutes Muss für jeden Läufer. Sie zielt, wie der Name schon sagt, auf deine Wadenmuskulatur ab. Stell dich auf eine Stufe, ein dickes Buch oder eine Box und lasse die Fersen hinten über die Kanten hängen. Halte dich gerne an einem stabilen Gegenstand fest, das könnte ein Stuhl oder eine Wand sein. Hebe dann eine Ferse nach oben, bevor du sie wieder langsam senkst. Danach hebst du sie sofort wieder nach oben, ohne Pause. Um die Übung leichter zu machen, führe sie mit beiden Beinen gleichzeitig aus. Wenn du die Übung mit gebeugten Knien ausführst, beanspruchst du einen anderen Anteil deiner Wadenmuskulatur, dem Musculus soleus. Auch beim Wadenheber kannst du Fehler machen. Achte darauf, dass dein Sprunggelenk stabil bleibt und der Knöchel nicht nach innen oder nach außen kippt. Für die besten Ergebnisse führe die Übung nicht zu schnell aus. Lass dir vor allem Zeit beim nach unten gehen. Das Herabsetzen der Ferse sollte ca. 3 Sekunden dauern. Diese Übungen waren ein Auszug aus dem Präventionsplan der Exact Health App. Dort werden dir in unterschiedlichen Kombinationen und Variationen Übungen wie diese in einem auf dich abgestimmten Plan zusammengestellt. Zusammenfassend empfehle ich dir auf jeden Fall, mit 10 bis 15 Wiederholungen dieser Übungen zu starten. Vergiss nicht, wenn dir diese Übungen zu schwer oder zu leicht fallen, die anderen eingeblendeten Übungsvariationen durchzuführen. Im nächsten Video widmen wir uns übrigens Mobility-Übungen. Bleib weiter dran!